Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder live und frisch gepresst für euch. Heute haben wir natürlich auch interessante Themen. Einmal die Niederländer, die der KLM vor Gericht einen Bärendienst vielleicht erwiesen haben. Dann geht es weiter mit den Freunden von Airbus, die haben Bestellung 2023. Wir haben Lufthansa Techniker, die streiken wollen. Ja, wer will bei Lufthansa im Moment nicht streiken? Dann Hotel.com hat eine Erhebung gemacht und hat nach den 10, ich nenne es jetzt mal unkonventionellen Zimmerservice-Wünsche, ich habe es ja bekloppt genannt in der ersten Folge. Dann haben wir als Thema natürlich den Dealzone-Deal. Der Dealzone-Deal als solches, spannende Geschichte, denn es geht an die Copacabana nach Rio de Janeiro. Also seid gespannt, was es alles gibt. So, das erste Thema, das sind die Freunde von KLM beziehungsweise von den Freunden in, was ist denn hier passiert? Da müssen wir doch mal kurz gucken. Die Freunde von KLM bzw. in den Niederlanden haben dort eine Niederlage erlitten. Die Flugbegeisterten müssen ihre 500.000 Bewegungen pro Jahr reduzieren. Das Gericht hat heute im Berufungsverfahren erklärt, dass weder niederländisches noch europäisches Recht in irgendeiner Art und Weise gebrochen worden sind. Heißt also, ab November auf 460.000 Flugbewegungen müssen reduziert werden, sind 40.000 weniger. Und dann geht natürlich das Ganze auf 440.000 nochmal runter und das dient dem CO2-Ausstoß. Das Gericht hat auch noch weiter gesagt, dass die Regierung mit dieser Anordnung das seit 2015 praktizierte Verfahren, mit dem mehr Flüge geduldet werden, als aus Lärmschutzgründen erlaubt sind, dass man das auch ganz einfach wegmacht. Und es gibt keine Verpflichtung, dieses illegale Verfahren oder nennen wir es einfach mal die Fortsetzung der Illegalität weiter zu dulden. Ist natürlich etwas unangenehm, weil wir natürlich beim ersten Mal bei der ganzen Geschichte festgestellt hatten, dass die Freunde beim Start dort gewonnen hatten. Nicht gewonnen hatten, sondern KLM hatte gewonnen. Es hat aber nicht nur KLM geklagt, sondern auch andere, so ist es richtig. Und dann sieht man, wie es im Long Run geht. Ich bin ja gespannt, wie das da weitergeht, aber für mich ist wieder das ganze Thema dahingehend interessant, wer war zuerst da, der Flughafen oder die Leute, ne? Das ist halt, wie gesagt, das Problem. Man könnte jetzt natürlich auch gemein sagen, hurra, andere Länder, andere Sitten. In Istanbul macht jetzt die 6. Bahn auf. Hurra, vielen Dank dafür. In München wird ja auch die 3. Landebahn nicht gebaut. Also das heißt, es ist schwierig natürlich bei solchen Situationen, aber vielleicht sollten wir dazu übergehen, dass die Leute, die klagen, dann auch den Flughafen nicht nutzen dürfen. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Dann sollen sie noch mal schauen, wie sie irgendwo hinkommen. Das wäre jetzt so meine Variante des Retaliation. Ja, ich finde das schon. Also wer klagt, hat auch kein Recht darauf. Aber ihr könnt ja unten mal schreiben, was ihr davon haltet. Mir fällt auch gerade auf, ich habe die Frage des Tages nicht angepinnt.
habe ich gerade für euch erledigt. So, dann geht es weiter mit den Freunden von der Lufthansa Technik. Die Lufthansa Technik ist ja irgendwann auch abgespalten worden, ist zur Passage gegangen, zumindest der Teil von der Line Maintenance. Und nun drohen diese 3000 Mitarbeiter zu klagen, denn die Lufthansa möchte die Technikgewerkschaft Lufthansa, TGL, das ist auch die Erklärung, was TGL ist, nicht anerkennen. Und da geht es auch darum, um Ungerechtigkeiten, und da höre ich Nachtigall, ich höre dir Trapsen, die da bei der Gründung, als man die Auslagerung gemacht hat, also das heißt nicht von der TGL, sondern von der Lufthansa Technik, die dann die Line Maintenance gemacht hat, dass man das auch nochmal ausgleichen möchte. Denn es ist so, dass dort Folgendes passiert ist, dass da irgendwie dann die Senioritäten, und das ist bei Lufthansa ganz wichtig, wenn es um Fliegen geht, weil damit Rechte verbunden sind, aber auch mit Altersversorgung und so weiter, dass das ausgeglichen werden muss. Ich weiß gar nicht, wann wurde die Bude gemacht, die Trennung. Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen, es war auch schon ein paar Monate her. Da könnt ihr mal unten auch kommentieren, was ihr davon haltet. Dann geht es weiter mit Airbus. Und da hatten wir ja während der Paris Air Show schon spannende Sachen mitbekommen. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, die Zahlen, die im Juni veröffentlicht worden sind, dann ist das doch eine krasse Geschichte. 900 irgendwas Flugzeuge, und zwar 902, sind dort mehr reingekommen oder hingekommen in die Bestellliste. Und das waren meistenteils Flugzeuge aus Indien, die bestellt worden sind. Heißt also, die Freunde von Indigo, oder Indigo, wie die richtig heißen, 125 Airbus A320 Neo, 375 321 Neo. Und Air India hat 140 A321 Neo bestellt und 70 321 Neo, 6 350 900er und 34 350 1000er. Das sind krasse Zahlen. Und Qantas hat auch noch zusätzliche zu 20er bestellt. IAG, also die Freunde von British Airways, haben nochmal 10 A320er Neos nachgepumpt. Philippine Airlines möchte neue 350.000er haben, nachdem die einigen ja bei der Lufthansa sind. Die 900er allerdings. Und dann natürlich Flyners hat sich 30 weitere 320 Neo bestellt. Dann hat Airbus auch Geschichten gesammelt von 6 Kunden, die nicht sagen wollen, wer sie sind. Und zwar sind das 94 Jets, die bestellt worden sind von Leuten, die man nicht kennt. 12 A220-300er, 28 Airbus 320er Neos, 38 A321 Neos, 6 A330-900er und 10 A350-900er. Das sind ja jetzt nicht unbedingt klassische Zahlen für Regierungsjets oder sowas, wo man sagt, da wissen wir nicht, wer es bekommen soll, das soll geheim sein und so weiter. Also ich bin da mal gespannt, was da rauskommt, wer es ist. Vielleicht ist es auch nur eine Leasing-Firma, die sie gekauft hat, um sie dann weiter zu verhökern. Ja, Annullierung musste man im Juni quasi keine verbuchen. Also bei 902 Neubestellungen kannst du ja 2 verknusen. Heißt also, dass man deshalb, wenn man alle Bestellungen schaut, kann man 1044 Bestellungen vorweisen. Und damit sind natürlich noch andere Bestellungen, die in der Pipeline sind. Heißt also, da ist noch viel Spaß und Musik bei Airbus. Wer Flugzeuge haben will, beeilt euch, lauft euch warm, damit ihr das Flugzeug dann noch bekommt. Ja, wer schon 321er XLR hat, das sind die Freunde aus Schweden. Und zwar ist das die SAS. Und die haben damit ja von Göteborg, aber auch von, wie heißt denn das andere Kaff, wo sie es gemacht haben, haben sie auf jeden Fall Aalborg genommen. Haben sie Flüge aufgenommen nach New York mit den 321er LRs, aber das Problem ist, es sind nur 57% Auslastung. Das ist natürlich etwas wenig. Wenn man den XLR nehmen würde mit bis zu 8700 Kilometern, ist die kleine Schwester jetzt auch ein kleiner Indikator dafür, wie solche Strecken angenommen werden. Warum?
weil es nicht dieses Hub-and-Spoke-Modell ist. Heißt also zum Beispiel von Frankfurt aus die Bude voll machen, dann nach New York fliegen. Aber da ist es jetzt so, dass man halt auch New York anbietet, von Stockholm, ich glaube Kopenhagen gibt es auch nochmal New York. Dann, also man hat 4 Abflughäfen und irgendwann wird der Flughafen zu klein, um selbst auch solche Maschinen voll zu machen. Seit 27. April gibt es diese 21er LR-Geschichten aus Aalborg. Und auf diesen 15 Umläufen im Mai nur 57%. Es gibt eine vollwertige Business Class, da kann das nicht dran liegen. Aber 57%, das ist, da ist jeder Nachbar hat keinen Nachbar. Also jeder Sitz hat einen freien Sitzplatz-Nachbarn oder einige auch eine alleinige Reihe. Also das ist jetzt nicht schön. Und man kann das Ganze auch nicht in dem Fall mit Cargo auffangen, weil die kleinen Maschinen ja auch kein Cargo mitnehmen können. Und da bin ich mal gespannt, ob sich sowas dann, auch wenn man in Deutschland jetzt sagt, Lufthansa sollte LRs oder XLRs nehmen, überlegen wir mal von Hamburg aus, ist da nicht Emirates mal geflogen mit der 777, Dubai, Hamburg, Hamburg, New York, hat sich nicht wirklich so gelohnt. Und es ist zwar auf dem Papier relativ hübsch, dass man da, wo man wohnt, Stuttgart oder sonst was, einfach in den Flieger einsteigt und da aussteigt, wo man hin möchte und dann kein Umsteigen und so weiter hat. Aber wenn die Flieger nicht voll sind, ist sowas leider ja nicht nachhaltig. Und Nachhaltigkeit ist im Moment wichtig. Schlimmer, was nicht bei Nachhaltigkeit nicht ist, ist halt das Thema, dass das sich gar nicht rechnet. Und man geht immer davon aus, dass so ein Flug mindestens 75-80% ausgelastet ist, damit er keinen Verlust macht. Also da bin ich mal gespannt, wie die Zahlen da sind und wie lange man das dort aushalten kann. Was man nicht aushalten kann, das sind bekloppte Passagiere. Und da muss ich euch mal wieder etwas zeigen, wo ich denke, das geht wieder auf keine Kuhhaut. Lasst uns einfach mal die nächste Szene gucken. Ich habe den Ton wegmachen müssen, weil es war Musik draufgelegt worden. Ich wollte da keinen Copyright-Strike kriegen für. Aber die Dame hat hier mal Tabula Rasa gemacht. Das ist in Mexiko bei Volaris gewesen. Und es geht sich darum, dass sie keinen Refund bekommen hat. Das heißt also, sie wollte das Geld zurückhaben für einen Flug, der wohl anscheinend gecancelt worden ist. Das ist natürlich verständlich, aber am Ende des Tages weiß ich nicht, ob man da so ausflippen sollte oder nicht. Ihr könnt selber entscheiden, inwieweit das Ganze Sinn macht oder nicht. Ich wollte es euch nicht vorenthalten, die Dame, ob sie zu Recht ausgeflippt ist. Was ist eure Meinung bei Volaris in Mexiko, weil sie die Erstattung nicht gemacht haben? Weil sinngemäß soll die Dame ja gesagt haben, das interessiert sie mit der Rückerstattung nicht wirklich. Sie würde dafür im Gegenwert einfach Sachen kaputt machen. Nur Volaris ist doch, glaube ich, eine Billig-Airline. Und mit so einem Monitor kann man eventuell das Budget, was man bezahlt hat, leicht überstrapazieren. Und dann hat sie ja noch einige Tastaturen und sonstige Sachen durch die Gegend geschickt. Fand das sehr interessant, wie die Leute, und da können wir uns das Ganze mal wirklich angucken, man sieht also, wie lässig der Kollege hier steht. Und warum macht da keiner was? Also der Kollege, der daneben steht, der spricht ja nur mit ihr. Ich hätte die jetzt einfach mal schön in den Griff genommen. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, was ihr dazu unten in den Kommentaren lasst. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Ja, ganz wichtig. Immer schön brav liken hier. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ja, jetzt lasst uns zu einem Thema kommen, was ich auch amüsant finde. Das ist das Thema von Hotels.com. Die haben sich Gedanken gemacht und die Frage gestellt, was gibt, was die Leute sich im Zimmerservice wünschen. Nun ja, Zimmerservice, ich kenne es persönlich nur so vom Zimmerservice, dass man diese Karten hat, wo man, wenn man verzweifelt ankommt zu einer Zeit, wo alle Outlets, also alle Restaurants zu haben, dass man dann von der Karte bestellt und alles ist gut. Ich bin dann nie auf die Idee gekommen, was anderes zu bestellen, und das, was ich bestellt habe, war eher im Bereich Burger, weil da kannst du im Hotel fast erwarten, dass die das können. Bei vielen anderen Dingen habe ich so meine Zweifel.
Habe auch oft davon Abstand genommen, den Zimmerservice, weil viele Hotels ja auch Zimmerservice gar nicht mehr machen, weil es sich nicht mehr lohnt. Frühstück, obwohl ich das im Bild verwendet habe als Zimmerservice, habe ich auch nie genommen, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres als Krümmel im Bett. Und überleg mal, du hast Frühstück im Bett, so romantisch oder sonst, wie das auch klingen mag, aber das Bett wird nicht gemacht ordentlich und dann hast du die Krümmel wieder da. Also alles viel schwieriger und vor allem, ich weiß nicht, irgendwie bin ich beim Frühstück nicht so der Frühstückstyp, aber wenn ich frühstücken gehe, dann will ich zumindest gucken, ob ich was haben will und was ich haben will und wie oft ich das haben will und dann nicht irgendwie sowas, was vorbereitet und so weiter ist. Aber lasst uns die Themen einfach mal durchgehen, was da so Wünsche waren. Und auf der Liste 1, und das sind Hotels, die gefragt worden sind, Nummer 1 ist Diätwasser. Also ich wusste nicht, dass Wasser wirklich diätmäßig unterwegs ist oder dass Wasser da in irgendeiner Art und Weise Kalorien hat, aber das ist ein geiler. Dann geschmolzene Ice Cream. Also ich glaube, wenn ich das kriegen würde, würde ich eher mich beschweren und sagen, hey, das ist nicht gefroren, das ist eklig. Also das geht gar nicht. Dann haben die Leute sich gewünscht, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise nur im asiatischen Raum ist Blowfish bzw. Kugelfisch. Ihr wisst ja alle, wenn man mit Kugelfisch das Falsche isst, dann ist man so gut wie tot. In Japan, glaube ich, ist das, da muss man ja auch ein Kugelfischmeister sein, der sein Zeug selber isst. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das ein Lehrberuf, der länger dauert und wo auch Leute bei sterben. Das wird dann getoppt von einer Flasche Wasser, die abgekocht worden ist. Könnt ihr das vorstellen? Und jetzt fragt ihr natürlich, wie kommen die auf den Quatsch? Ja, das sind 473 Hotels in den USA, England, Frankreich, Kanada, Mexiko, Südkorea, Japan, Norwegen, Schweden, Dänemark gefragt worden. 473 Hotels. Daher kommt das. 473 Hotels. Und alle, die halt dieses In-Room Dining, also das Angebot des Essens im Zimmer anbieten. Nur damit ihr wisst, wie man drauf kommt. Auch was Geiles ist, da hat jemand wohl einen Fisch selber gefangen und hat gesagt, mach mal. Kann man machen. Und was ich auch lustig finde, weiß jemand von euch, was Cockel ist? Ich weiß nicht, was Cockel ist. Ich muss das gerade mal Herzmuschel. Also insofern, aber als Popcorn. Wie sowas funktioniert, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber interessant, ob das geliefert worden ist. Und dann, was auch gut ist, ich meine, ich weiß ja, dass es gibt ja diese ganzen Omelettes und so weiter in verschiedensten Varianten, aber warum möchte man eine No-Egg-White-Omelette haben? Also ein Omelette, wo kein Weiß ist, also nur aus dem Eigelb. Schmeckt sowas? Das ist doch in meinen Augen vielleicht etwas, naja, nun gut. Nummer 8 ist eine Schale voll mit Reis. Das war für den Hund. Kann man jetzt natürlich sagen, okay. Nummer 9 ist Bison und dann wieder ein Highlight. Bei Nummer 10 ist Shashushka. Das ist etwas, was im Mittleren Osten gegessen wird, aber auch sehr beliebt ist logischerweise in Nordafrika. Das ist ein, was ist denn das? Das sind so pochierte Eier in einer Tomatensoße. Im Prinzip kann man sagen Spaghetti Bolognese ohne Spaghetti, aber dafür dann mit Eier. Und der Kollege möchte diese eigentlich Eierspeise haben ohne Eier. Da kann ich aber auch Tomatensoße bestellen. Also das ist ja dann quasi Ketchup nur in warm. Das fand ich dann auch eine Geschichte, wie man einfach fragt, okay, bekloppt. Das ist ja genauso wie vielleicht so ein Cheeseburger ohne Fleisch. Macht genauso viel Sinn. Da kann ich auch ein Käsebrötchen bestellen. Jetzt seid ihr an der Reihe und seid mit der Frage des Tages beschäftigt. Und zwar gebe ich die euch gerne hier nochmal aufs Programm. Nutzt ihr den Zimmerservice? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Zimmerservice? Seid ihr da auch so spaßgebremst, wie ich es bin?
Und weiter geht es mit unserem Deal-Zone-Deal. Der Deal-Zone-Deal heute, und dann geben wir euch das mal hier, ich muss das wieder manuell machen, auf die Karte. Da seht ihr das schon von Amsterdam nach München und dann von München aus nach Rio de Janeiro, 5.962 Meilen. Wenn man das Ganze zusammen sieht, dann sind das 12.751 Meilen, alles in der Buchungsklasse per ab 1.499 €, 12 Monate maximaler Aufenthalt, ein Stopover in jede Richtung ist erlaubt, also ihr könntet zum Beispiel in München übernachten oder länger bleiben und damit wären das dann 100 € pro Richtung. Ticket ist nicht refundierbar und es kostet 250 € das Ticket neu auszustellen, aber es ist noch eine interessante Variante mal, um nach Rio zu kommen. Hier seht ihr dann auch die Meilenwerte. Amsterdam, München, MP nach Gig und zurück. Da seht ihr das nochmal mit Air China. 20.834 Singapore Airlines, 15.972, 13.452 SAS, Miles & More sind auch 13.452, 12.778 bei Thai United Latam, aber auch der Copa, 12.364 bei All Nippon. Und dann geht es weiter mit den Freunden, die 0 Meilen bringen. Und da seht ihr das dann auch schon, dass das, was Sven gestern gesagt hatte, richtig ist. Bei Turkish Airlines gibt es in P wie Paula 0, aber auch bei Air New Zealand. Und dann gucken wir nochmal, haben wir Äthiopien, Asiana, South African, EVA und Aegean gibt es auch 0 Meilen. Da sollt ihr mal nachgucken, ob das wirklich so ist. Bei Türkisch ist das leider so. Komische Sache, macht für mich keinen Sinn, aber nur wenn ihr bei Türkengold sammeln wollt, damit ihr das wisst. Ganz wichtig. Ja, dann haben wir doch wirklich alles abgearbeitet, was wir abzuarbeiten hatten. Haben jetzt noch mal kurz die Frage des Tages für euch, die wir abfragen wollen. Nutzt ihr Service? Wie sind eure Erfahrungen damit? Und dann natürlich ganz wichtig unten kommentieren und euch dazu ein- und aus- und umlassen. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. So, und jetzt kommen eure Fragen. Das, was ihr unten geschrieben habt, werden wir jetzt nochmal besprechen. Bestellen nicht mehr, das machen wir beim Zimmerservice. So, hallo Bernhard, hallo Stadtbär nach Berlin-Pankow, Grüße nach Bremen und dann natürlich laut Travelbook zu den beliebtesten Flughäfen in Deutschland, das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Travelbook, ist das etwas, was man lesen muss? Ist das nicht Springer? Ist das nicht Bild-Zeitung? Nein, ernsthaft. Congratulations, dass Bremen einer der geilsten Flughäfen Deutschlands ist. Grüße nach Berlin-Schöneberg. Hallo Venture X. Grüße nach München. Grüße Guido. Den Roomservice selten. Bernhard, hallöchen. Viel Spaß morgen in Genf. Da können wir uns doch, da freuen wir uns, dass du dich freust. Da können wir auch verstehen. Viel Spaß in Genf. Hoffentlich bleibst du länger da. Dann, wenn ich im Hotel One übernachte, gibt es nicht einmal ein Telefon auf dem Zimmer, also auch kein Zimmerservice, aber geile Preise und ein tolles Frühstücksbuffet. Ja, dann, also wie gesagt, Zimmerservice, lang nicht genutzt, lang nicht genutzt. Fürs Frühstück. Streiks, Einschränkungen, Flugverkehr kaum bzw. keine Genehmigung. Die Party zieht gegen Osten. So kann man das natürlich sagen. Was kostet das T-Shirt inklusive Versand nach Deutschland? Ich glaube, das T-Shirt war jetzt 39,90 €. Versand machen wir nur auf Zuruf. Aber was du machen kannst, ist, du kannst natürlich zum Stammtisch kommen und ich kann dir das zum Selbstkostenpreis vom Stammtisch irgendwo hinschicken. Wenn du uns noch schreibst, wo du herkommst, Günther, dann können wir das klären. Ansonsten WhatsApp an diese Nummer. Dann können wir alle Details klären. Dann Frank, also soweit ich mich erinnern kann, hat das Hotel in Wiesbaden Hauptbahnhof aber Zimmertelefone, müsste ich mich da echt täuschen, da habe ich schon sehr oft darauf benachrichtigt, finde ich ganz gut. Okay, kann ich ehrlicherweise nicht, ich kenne Motel One nicht so gut. Je nachdem, was benötigt wird, mein Bügeleisen braucht der Abend ab und zu. Bügeleisen ist auf dem Zimmer, also bei Hyatt ist ein Bügeleisen Standard mit Brett. Jetzt nicht im Hyatt Place, aber im Grand Hyatt, im Park Hyatt, im Andaz
im Regency. Also das wäre jetzt so das, wo es mir in den Sinn käme. Also das brauche ich nicht. Naja, man weiß ja nicht, was vorher bei der Frau passiert ist. Ne? Also manchmal sind die Sicherungen, die einem da durchbrennen. Das Einzige, was mir zu der Dame bei Volaris einfällt, einfach krank. Da seid ihr einer Meinung. Mit dem PC-Kabeln erstmal fixieren. Das kann man machen. So, es gibt bessere Stadtschöpfung und die rumhauen von die Frau. Fragen zum Personal erst normal und höflich. Na, vielleicht hat sie das ja versucht, aber bei Volaris war sie mit der Methode nicht weiter gekommen. Ich habe verstanden, was Bernhard wollte. So, lieber die Frau an Gegenständen abreagieren lassen als am Personal mit der Security. Hier ist das Motto. Ja, das kann natürlich durchaus möglich sein. Wenn ich mal in Kuala Lumpur übernachte, werde ich erstmal eine große Portion Duri. Ja, ist aber in einigen Hotels ja verboten, oder eigentlich in allen. Also überall habe ich ja diese Schilder gesehen und es riecht echt ekelhaft. Ja, genau. Immer mitnehmen und schön einpupsen. So, nee, bei der Air New Zealand gab es 0 Meilen. Bei Air New Zealand 0 Meilen. Da musst du nochmal schauen. Und zwar hier, 0 Meilen. Air New Zealand hier. Da, 0. Dann, ohne eine aufräumende Dame faszinieren, wären die auch dazwischen gegangen. Anschließend hast du gleich Verfahren am Hals. Ja, das stimmt, das ist natürlich auch das Problem. Wir hatten das Problem ja auch, war es gestern mit der Weinflasche, da wollte ja einer auch schlichten und er war dann auch quasi bearbeitet worden mit der Flasche, was natürlich sehr unschön ist. Also das muss man natürlich dann auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Nutze nur bei längeren Aufenthalten und nach Bedarf. Ja, das macht ja auch Sinn, nur nach Bedarf. Also ich habe den Zimmerservice selten einfach bestellt, um ihn zu bestellen. Gibt's das? Ach ja, ist das wo ist denn das Bügelbrett in Hyatt Place in Frankfurt? Ich gehe mal gerade durchs Zimmer, weil die haben ja nur die freihängende Garderobe. Wo ist das Bügelbrett? Also ich bin mal gespannt, was du schreibst. Lass mich da gerne eines Besseres belehren. Aber da diese am Körper sehr schön trocknen und sich selber glatt ziehen, die Shirts, brauchen wir da ehrlicherweise kein Bügeleisen. Und ich glaube, wenn man bügelt, müsste man umdrehen und dann von innen nach außen oder sowas. Aber nun gut, da müssen wir mal schauen. Sven sagt, in der unteren Schublade, soweit bin ich nie gekommen. Zumindest ist da ein Kühlschrank, das finde ich immer gut, weil ich mein Halal Zwiebelmett da reinlegen kann oder aber auch meine Halal Kaminwutzen. Die können da auch reinkommen, dass sie dann gekühlt, Kühlkette eingehalten, schön in den Flieger, ab nach Finnland und dann schön raus und dann lecker. Lecker, lecker, lecker. Gut, dann danke ich euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, dass ihr den Kanal geschaut habt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, aber auch bei Sorgen, Ängsten oder T-Shirt wünschen, Kanalmitgliedschaft wünschen, hier oben einfach schreiben. Und was ihr machen solltet, wäre ganz, ganz wichtig. Ja, Like da lassen. Like. So, also darauf dann noch ein Durian und ich bin mal gespannt, was hier noch so passiert und bis dann, ciao.